Ich bin 3D-Druckexperte. Diese Aufnahmen sind für die Versicherung. Alles wird gut. Gleichmäßige Temperaturausbreitung auf dem gesamten Bett. Ich kann es gar nicht glauben. Ein TPU-Benchy im Auto in der Fahrt gedruckt. Also es sind keine schlechten Druckergebnisse, versteht mich da nicht falsch, aber... Oh Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsupdate hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um eine Innovation, denn ein chinesischer Hersteller hat sich mal wieder bei mir gemeldet und hat mir dieses mysteriöse Paket zugeschickt. Das hier ist nicht der neue Bambu-Lab, sondern so ein Ding. So ein, ja, M1 Kids 3D Printer, wie man in Fachjargon sagen würde. Ob das die Innovation der 3D-Druckszene ist oder nur Kinderscheiß, das sehen wir heute. Gut, vielleicht ist es auch einfach nur ein schönes Geschenk für einen Osterhasen, ne? An eure Kinder oder Nichte oder Enkel, whatever. So, Messer. So, wir packen den ganzen Schlawiner jetzt hier mal aus. Zack. Mal gucken, was wir hier wieder für eine Spaghetti-Pumpe drin haben. User Manual. Sehr gut, super. Das ist ja hier geil, wunderbar. Tatsächlich sogar auf Englisch. Wo ist denn hier meine Lieblingsschriftzeichen aus Fernost? Tatsächlich alles auf Englisch. Wir haben dabei im Lieferumfang ein Kabel, ein 25 cm langes Stück Strohhalm, äußerst hochwertiges Filament auf transparenter Spule, ein Filamentrollenhalter, der extra Kleinart. Ziemlich kurz das Ding. So, was haben wir hier noch? Ein Werkzeugkit. Oder soll ich eher sagen, irgendwie Chirurgenwerkzeug. Guck mal hier, hochwertigste Zeckenzange ist auch dabei. Ein Dreier-Imbus, besser als ein Dreier-Imbus. Maulschlüssel, beidseitig gestanzt. Eine äußerst mysteriöse Nozzle der ganz anderen Art. Habe ich ja noch nie gesehen. Und eine High-End Micro-SD-Karte mit absolut unfassbaren 4 Teragigabyte. Mehr braucht man da an der Stelle auch nicht sagen. Noch eine Tüte. Und hier verbirgt sich das sehr hochwertigst, hoffentlich nicht schnell explodierende Netzteil für diesen Drucker. Gucken, wie viel Watt hat denn das Ding? 24 Volt, 4 Ampere. Ja, da geht die Sonne jetzt nicht zweimal auf, aber ausreichend. So, und jetzt ziehen wir den Otto da doch direkt einfach mal raus. Wir haben nicht viel zu erwarten, aber wieder viel zu ziehen hier. Zack. Da, da, da. Ist ein bisschen so, als hätte man jetzt hier irgendwie so einen Kinderjoy aufgemacht und man müsste die 2 Hälften teilen und hofft, dass man wieder was gewonnen hat. Sieht mehr aus wie ein Toaster. Tatsache, ist doch ein Toaster. Hier oben kommen die Toasts rein. Ich bin mir ganz sicher, dass da die Toasts reinkommen. So. Nicht dran riechen. Hochwertigster Displayschutz mit Einreißlasche. Hier kann man stufenlose Toastverbrennungseinstellung. Schon albern, dass ich hier einfach mit dem Ding so stehe. Ich bin 3D-Druckexperte. Das ist die neue Maschine des Lebens. Da ist schon die ganze Hexerei. Freunde, was ist denn das hier für ein Keks hier unten? Was ist denn das? Oh, ein Beidseit. Ein Beidseit. Hier ist beschichtetes Druckbett. Vom Feinsten. Also das hatte mein erster 3D-Drucker nicht. Macht ein Magnetbett sogar hier, ey. Vom Feinsten hier. Was ist da unten? Müssen wir das Logo hier abziehen. Das ist hier im Ultra Close-Up. Guitek.
Zack. So, also hinten noch was rausziehen. Bisschen Schaumstoff aus Fernost. Ja, hier befindet sich dann auch schon eigentlich das gesamte Leben des Druckers. Unten hängen noch so ein paar Spiralkabel hier, ein paar Flachbandkabel von Profis verarbeitet. Alles fachmännisch hier unten drin. Und dann kann man das Ding auch schon in Betrieb nehmen, würde ich sagen. Wait a minute. Ach, hier oben ist das Mainboard drin. Da ist ja noch mehr Schaumstoff. Heilige Seekrausmakrele. Und das hat eine Zulassung in Deutschland? Da ist ja alles offen da oben. Naja, ist ja wie gesagt mehr oder weniger nur ein Toaster. Da gibt es bestimmt andere Sicherheitsvorkehrungen. Also, wir bauen hier mal eben rucki zucki den seitlichen Spulenhalter an. Ich hätte jetzt gedacht, der soll einrasten. Ah, tut er auch. So, dann sehe ich hier, haben wir noch ein bisschen Ladungssicherung. Kabelbinder. Klack. So, was haben wir hier noch? Im OP-Saal 2. Oh, ich glaube, das war der Riemen. Nee, doch nicht. So, auf dem jetzigen Eindruck fällt mir gleich auf, wir haben hier hinten ein möglichst aufwendiges Riemensystem, was uns tatsächlich ermöglicht, den Kopf um 5 cm nach rechts und links zu fahren. Das ermöglicht uns alles. Das muss man erstmal konstruieren. Motor in der Mitte statt rechts oder links. Das ist das neue System der Zukunft. Ich sage auch wie immer, größter Aufwand mit wenig Funktion. Ich finde es cool, dass der Bauraum so klein ist, dass man mit so grabbeligen Wurstfingern wie ich mit so einer Zange da kaum irgendwas drin sieht, während man dran arbeitet. Geschweige denn überhaupt Arbeitsraum hat. Ist die Zange stumpf oder was? So, ganz vorsichtig. Das war eine OP. Jetzt weiß ich auch, wofür diese Pinzette dabei war. Aber wir haben es geschafft. Alles ist befreit, ist abgefahren. Mit Endschaltern sogar. So, jetzt brennt es mir schon in den Fingern. Ich will jetzt endlich gucken, was auf diesem Display zu sehen ist. Kann ich da die Toastbräune auswählen? Oder gibt es da echt was zum Drucken? Ich frage mich nur gerade, was Kinder mit einem 3D-Drucker anfangen sollten. Stand da eigentlich, ab welchem Alter das Ding war? Weil mit diesem offenen Mainboard, haha, weiß ich nicht. Ist das auf jeden Fall das richtige Geschenk für diese nervigen Enkel, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Strom rein. Ich hole dann schon mal den Feuerlöscher. So, hier an der Seite befindet sich dann tatsächlich ein An- und Ausschalter, den man sonst aus dem Barbie-Haus kennt. Artikel Nummer 1527, Barbie Mariposa. So, und jetzt kommt der Stecker hier rein. Zack, jetzt bin ich gespannt. Kann es kaum erwarten. Guitec hat sich aber in diesem Fall nicht lumpen lassen und hat mir tatsächlich nicht nur den Drucker bereitgestellt, erstmal vielen Dank natürlich dafür, sondern sie haben mir auch nach erweiterten Nachfragen tatsächlich noch einen halben Kilo TPU geschickt. Vom Feinsten, guck mal, wie klein die Spule ist. Auch so ein Kinderzeug. So, und dann haben sie mir noch Keep Dry, Keep Always From Heat Flamble PLA in meiner Lieblingsfarbe Orange geschickt. Schönes Orange. Ich würde sagen, das nehmen wir auch direkt. Gucken, dass wir das hier aufkriegen. So, glutenfrei ist, nee, glutenfrei ist das nicht. Tangle-free, cut-free and bubble-free. Bubble-free. Das habe ich noch nie gelesen. Ja, das Filament sollte bubble-free sein. Also, Filament erstmal beiseite. Ich lege jetzt hier mal den Schalter um, ne? Es piept. Oh, das Ding hat ein Farbdisplay. Und Innenraumbeleuchtung. Ich sag's doch, das Ding ist eine Innovation. Wahnsinn. So, jetzt müssen wir nur irgendwie noch diesen Strohhalm hier reinwurschteln. Bob. Und dann hier oben reinfimmeln. Zack. Das scheint schon gewesen zu sein. Das Ding hat einfach... Das Ding hat tatsächlich einfach Display... hat einfach Bauraumbeleuchtung. Hammer, das Teil. So, jetzt kommen wir noch zum Oberknaller hier. Das Ding hat einfach ein Farbdisplay. Ein Farbdisplay. Jetzt kommt hier unsere 4 Terabyte Gigabyte-Karte rein. Zack. Jo, passiert gar nichts. Schauen wir doch erstmal. Ich werde weg. Selbst der Knopf hat Beleuchtung. Und das bei so was Hochwertigen. So, einmal reindrücken. Wir kommen hier ins Menü. Was wollen wir denn hier machen? Print for Media. Banshee. Astronaut. Sehe ich schlecht oder? Okay. Manchmal klemmt das so ein bisschen, das Rad. Guck mal, ich drehe und es passiert nichts. Man muss ein bisschen schneller drehen, dann geht's.
Was haben wir hier noch? Hier, erstmal machen wir mal All-Achsen Home, ne? Zack, Auto Home. Jetzt passieren da Dinge, weit entfernt von Gut und Böse. Ich werde weg, das müsst ihr euch angucken. Der fährt ja auf diesen Endschalter unten und drauf. Das gibt das nicht. Die haben da extra so einen Taster verlängert mit einer Stange und einer Feder, nur damit er abtasten kann. Und schaut euch dieses Riemensystem an. Das ist doch mal was. Ich sag euch, da können alle anderen Drucker einpacken. Was ist das hier? Auto Level, Temperature, Fan Speed. Fan Speed 100. Ab geht der Peter. So, was rauscht denn jetzt hier? Aua. Die Grafik ist ganz schön, die Bedienung nur manchmal ein bisschen tricky. So, Unload, was haben wir hier noch? Probe Set können wir einstellen. Ja, das scheint auch alles ganz gut zu sein. Configuration. Englisch. Nein. Das Ding hat sogar als Sprachanwahl Deutsch. Das ist natürlich Premium. So, was gibt es noch über den Drucker? Maschinenname. Das ist tatsächlich ein Guitec M1. Das ist der M1. Auf den haben wir alle gewartet. Hardware, okay. Firmware Version, okay. Zurück ins Hauptmenü. So, was können wir hier noch vorbereiten? Filament laden. Für PLA. Nein, das ist jetzt geil. Das Ding hat nur PLA und TPU zum Laden geeignet hier. Ja, dann laden wir mal PLA. Zack, vorwärmen. Oh, wie die Temperatur hochschießt. Wahnsinn. Unfassbar. So, ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Das kann ja dauern. So, während das Ding jetzt ein bisschen vor sich hin... Ist der Toast jetzt fertig? Ich wollte gerade sagen, wer das Ding jetzt vor sich hin schmilzt. Anscheinend ist er doch schon fertig. Was hat er denn jetzt? Das Ding explodiert doch gleich. So, jetzt laden wir erstmal das hochwertige Guitec-Filament. Ach, das kann ich hier gar nicht benutzen. Da ist das Kabel im Weg. Ah, okay. Muss ich das Kabel vorher rausziehen. Ach so, jetzt... ach so. Jetzt ist... So, also... Jetzt war das Kabel im Weg, das kann man ja rausziehen, das brauchen wir nicht zum Drucken. Und jetzt ja, also das Filament-Ladeding hier ist ja dieser... Also... So. Irgendwie... Nee, also... Ganz ehrlich, das ist doch Murks. Wie soll ich denn hier was drauf drucken? Wenn die Spule schon größer als der Drucker ist und das Stromkabel im Weg ist und der Tube-Anschluss. Ach, naja, gut, dann machen wir es halt auf die altertümliche Art und Weise. Nehmen den Schlauch hier oben raus und gehen hier direkt rein. Zack. Aber warte mal, ach nee. Das Stromkabel ist ja immer noch im Weg. Nee, das ist doch doof. Nehmen wir doch das TPU. Ist sowieso viel kindgerechter, wenn wir weiche Sachen drucken. Boah, das haben die äußerst hochwertig aufgewickelt. Jetzt weiß ich, warum man sonst immer über Spaghetti spricht. Aber das ähnelt mir dieser Haribo. Ja, ihr wisst schon, dieser Haribo-Spaghetti. Auch von seiner Konsistenz her. Schmeckt wie mein Finger nach dem Tanken. Nach Altöl. Okay, also. Wir machen weiter. Stromkabel rein. Strom an. Tube hier oben wieder rein. Zack. Wir gehen wieder ins Menü. Vorbereitung. Filament laden. Und sagen jetzt TPU. So, und dann hängen wir hier mal die größentechnisch passende Spule auf. Auch hier ist das Einführen wieder sehr frickelig. Vor allen Dingen mit so einem Spaghetti-Filament jetzt hier. Ach, das ist doch irgendwie... Ich weiß nicht. Da hätte man sich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen. Wir haben es gleich, glaube ich. Okay, er schreit jetzt schon mal rum. Wir müssten jetzt gleich im Extruder angekommen sein. Dass das drin TPU druckt, bezweifle ich mal. Oh, Leute. Was ist denn das jetzt schon wieder hier? So, Filament einlegen, drücken Sie den Knopf. Ich fördere das Filament. Okay, anscheinend er hat das Filament geladen. Es stinkt auch schon nach Hitze. Ich kann den ganzen Drucker ja mal während der aufheizt drehen. Lass mal hier hinten anzeigen. Hier sind nur die hochwertigsten Komponenten verbaut. Wir haben hier einen schönen Schlauch. Das Teil scheint 3D gedruckt. Das kommt mir sehr gut rüber, tatsächlich. Und hier hochwertigste Silikonabstreifbürste. Bin mal gespannt, ob die im G-Code überhaupt genutzt wird. Ne? So, schauen wir mal. Er hat schon irgendwas extrudiert. So. Aber ganz ehrlich, so scheiße sieht das doch nicht aus, oder?
So, jetzt haben wir das geladen. Und jetzt mehr Druck weiter. Der hat das noch gar nicht. Nee, mehr entladen. Nee, also ich weiß ja nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben ins Menü. Druck von Medium. 29 Minuten Banshee aus TPU. Not leveled. Cannot print. Warum ist das denn jetzt nicht gelevelt? Ich dachte, das ist eine Innovation. Elegoo hat mir versprochen, dass das Ding eine Innovation ist. Ist das Filament an der Seite schon wieder verheddert? Not leveled, ey. Meine Güte. Wir machen nochmal ein Auto-Leveling. Astronautentechnologie. Ich kann hier durch den Toastschlitz den Drucker perfekt beobachten, ob was schief geht. Abwarten. Während dieser Drucker jetzt irgendwas aufheizt, ich weiß nicht, ob es das Druckbett ist oder die Düse, er heizt auf jeden Fall, kann ich ja mal ein paar wissenswerte Dinge über diesen Drucker Greetech M1 euch vorlesen. Wir haben hier eine Layer Height von 0,1 bis 0,2 angegeben, ein Print Size, eine Druckbauraumgröße von wahnsinnigen 100 x 110 x 100 Millimeter. Ne? Das ist schon gigantisch. Ne? So, dann haben wir einen Print Speed bei dem Ding von wahnsinnigen 250 Millimeter die Sekunde. So, Slicing Software, Cura und Orca Slicer. Maximale Nozzle-Temperatur 230 Grad. Das ist mau. Dafür haben wir tatsächlich eine maximale Betttemperatur von sogar 60 Grad. Maschinen-Size von 379 x 200 x 298 mm. Power Input haben wir ein DC von 24 mit einer Power von 96 Watt. Wir haben hier einfach eine Printmaterialangabe tatsächlich nur von PLA und TPU. Klar, mit 230 Grad kommt man jetzt nicht so weit. Das ist für ein PETG schon eigentlich zu wenig. So, Düsendurchmesser ist eine 0,4er. Wir haben hier SD-Karte und USB-Anschluss. Das heißt, theoretisch mit diesem USB-Port hier unten könnten wir den theoretisch sogar klippern. Oder nicht? Was sagt ihr? Wäre das mal was? Oder ihn zumindest in den Octoprint reinziehen? Gut, das macht wahrscheinlich eher weniger Sinn, aber klippern? Mal schauen. Es tut sich was. Es tut sich was, hallo. Da bin ich gerade mal fertig geworden. Das Ding wiegt noch 3 Kilo und sollte im Durchschnitt zwischen 10 und 40 Grad heißem Raum stehen. Und damit würde ich sagen, haben wir das jetzt auch durch. Ich bin jetzt mal viel gespannter, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob ich gegen solche Brände versichert bin. Ich hole vielleicht echt mal den Feuerlöscher. Diese Aufnahmen sind für die Versicherung. Alles wird gut. Ich habe vorgesorgt. Hat sich immer noch nichts getan. Na toll. Was macht er denn jetzt da die ganze Zeit? Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Was passiert denn jetzt hier? Ich habe keinerlei Kontrolle über das Gerät. Er ist zwar nicht groß, hat aber einen dicken Kopf. Wie meine nicht existierende Freundin. Ha, lustig. Messpunkt 16 von 16. So, und jetzt werdet ihr natürlich sagen, Laurenz, wer weiß, ob das Ding jetzt wirklich die Temperaturen erreicht. Keine Sorge, ich messe das jetzt mit meiner Wärmebildkamera hier aus. So, Aufnahme ist gestartet. Abgefahren. Wir gucken mal aufs Druckbett. Was sagt er da? In der Mitte 44 Grad. Das begutachte ich nochmal von hinten. Gleichmäßige Temperaturausbreitung auf dem gesamten Bett. So, was haben wir da? 44 Grad. Was sagt das Display? 44 Grad. Was sagt die Düse? Können wir da schon mehr erhoffen? Ja. Stand doch eben was von 200 Grad. Naja, aber wir sehen, dass die Komponenten hier schon Gas geben. Was sagt das Mainboard hier oben? Lüfter ist schon am Rödeln. Zwischen 30 und 39 Grad. Alles im Lot. 2000 Jahre später. Was steht da? Was steht da? Greetech M1 bereit. Der Knopf leuchtet rot-lila. Wir gehen rein. Druckmedium. Banshee. Drucken. Also drucken. So, jetzt schauen wir, was die Sonne des Lebens da jetzt für uns fabriziert. Let's fett, sage ich immer. Was sagt ihr, Freunde? Was kann dieser Kinderdrucker? Taugt der was
Oder ist das einfach nur ein Haufen Plastik? Was echt schade wäre. Weil eigentlich ist er lustig. Er putzt tatsächlich seine Düse hinten ab. I can't believe it. So, hier oben sehen wir jetzt mal die Temperaturen. 220 soll er haben, 140 hat er, 60 Bett soll er haben und 48 hat er. Er macht, was er soll, aufheizen. Und für mich heißt es wie immer warten, warten, warten. Wir sind knapp unterhalb der Temperaturgrenze. Er fängt jetzt an, wieder irgendwelche Referenzwerte sich zu holen, indem er eine sehr ausgeklügelte Referenzfahrt macht. Was hat er jetzt? Feuerlöscher! Okay, was macht er denn jetzt da? Ah, er fängt schon an zu drucken. Mit transparentem Filament. Alright. I don't know what's wrong inside. Irgendwas passiert da. Okay, es kommt langsam blaues Filament. Aber wir sehen, es wird Material gefördert. Es passiert was. So. Die Lüfter gehen an. Die High-End-Lüfter pusten jetzt halb abgekühlte Luft in Richtung des Bauteils und reißen dann noch andere Luftmoleküle mit an dem Kühler vorbei, um dann auch dort für einen Überhitzungsschutz zu sorgen. Alles scheint sehr ausgeklügelt. Unfassbar, dass ich das hier noch miterleben darf. Der Vollstandshalber mäßig machen wir doch mal eine Dezibelmessung. Halben Meter weg. Das scheint nicht im Normbereich zu liegen. Doch, natürlich, 63 Dezibel ist ganz schön laut für so ein kleines Gerät, muss ich sagen. Wenn man sich jetzt mal hier in so einem Koron anguckt, der da irgendwas mit 50 Dezibel hat, naja, was soll man erwarten? Da ist das gute Stück. Was meint ihr? Kann sich das sehen lassen? Wir nehmen es mal runter hier. Das ist doch mal ein Banshee. Ich kann es kaum glauben. Ah, okay, das hat jetzt nicht so richtig gehalten. Weiß nicht, also Layerhaftung, ich weiß ja nicht, aber sonst, wenn das jetzt gehalten hätte, dann wäre das eigentlich ein richtig stabiles Banshee gewesen. Das meine ich mit stabil. Also quasi unzerstörbar. Geil, ich glaube, das mache ich nochmal. Aber das Filament ist viel zu nass, um das nochmal zu machen. Ich trockne das mal. So Freunde, ich sitze jetzt hier an meinem MacBook und ich werde jetzt einmal probieren, den ganzen Drucker einmal in Orca Slicer zu öffnen und da dann unsere erste Datei zu slicen. So, ich habe mir jetzt hier schon mal Rocket Engine rausgesucht. Das öffne ich dann einmal mit dem Orca Slicer. Zack, und hier sehen wir jetzt, okay, warte mal. So, jetzt haben wir es schon drin. Hier ist noch der Bambu Lab 1 und hier haben wir Greetek M1 mit der 04er Düse. Zack, so, da ist das Triebwerk jetzt noch ein bisschen zu groß. Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen kleiner skalieren. Das mache ich jetzt mal auf 80. Oder geht das noch größer? 100 können wir eigentlich, ne? Nee, 90. 90 machen wir. Zack, das passt. So, jetzt haben wir das Ganze hier. Und ihr seht euch schon, die Greetek-Platte ist hier 1:1 abgebildet. Hier ist sogar diese Abstreifbürste. Ich finde das irgendwie lustig. Ich habe halt jetzt nichts erwartet, weil der Drucker ja eigentlich relativ günstig ist. Oder es günstig gemacht, sage ich mal. Wie man es so von Greetek kennt. Also wie ich jetzt gedacht hätte bei Greetek, okay, etwas günstigere Druckermodelle, da wird jetzt der Slicer ein bisschen, ja, das wird alles ein bisschen kompliziert sein. Aber man muss ja sagen, wenn ich hier zum Beispiel auf neue Printer hinzufügen gebe und ich gehe dann hier auf Greetek, dann komme ich in die Rubrik, wir sehen hier alle Drucker von denen, die haben ja noch viel, viel mehr an Modellen. Und ich finde es halt lustig, dass der hier halt wirklich abgebildet ist. Und ich kann ihn halt wirklich mit verschiedenen Nozzeln als Preset auswählen. Weiß nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Drucker einfach da so implementiert ist. Aber Greetek scheint da ja wirklich hinterher zu sein, alle Drucker hier einzupflegen.
So halt auch der M1. Und jetzt kann ich hier ganz normal, wie gewohnt, wie auch im Bambu Studio, ist ja quasi das gleiche von der Benutzeroberfläche, kann ich hier alles einstellen, was ich möchte. Und dann kann ich das hier oben slicen. Und schwuppdiwupp weiß ich, okay, da braucht der Drucker jetzt 2 Stunden 40 für. Ich kann hier oben auch noch die Texturplatte auswählen, falls ich eine glatte oder sowas haben sollte. Oder kann hier das Material, PLA, PVA, TPU, PETG ist jetzt hier auch angegeben. Aber denkt daran, Freunde, wir haben eine Obergrenze von 230 Grad. Ist für PETG ein bisschen kalt, sage ich mal. Man kann aber auch einfach langsamer drucken. Dann geht das auch. Da bin ich mir ganz sicher. Muss ich sagen, ist schön gemacht hier alles. Kann ich nicht meckern. So, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Drucker mal ein bisschen mobil und nehmen den einfach mal mit. Denn so ein Drucker in der Werkstatt kann zwar drucken, aber ich habe ja genügend Drucker. Aber was mir auch noch fehlt, ist ein Drucker für unterwegs. Wie wäre es mit einem 3D-Drucker im Kofferraum? Nehmen wir doch das Auto. Hier ist doch ein super Plätzchen für den Drucker. Das Normalste der Welt. So, rein in den Kofferraum. Und jetzt habe ich hier 500 Watt 12 Volt Konverter und so einen Gummistraps. Den kann ich hier hinten einhaken in meiner Ladebordwand von meinem Auto. Und dann hake ich das hier ein. Zack. Das hat wieder gar nicht funktioniert. So ist der Drucker ja gesichert. Kann ja so erstmal nichts passieren. So, jetzt holen wir nochmal das Netzteil. Da kommt uns das jetzt auch zugute, dass die Kabel so lang sind. Dann können wir das auch gleich durchs Auto legen. Ich dachte erst auf dem Beifahrersitz, aber jetzt dachte ich im Kofferraum, dann kann ich ihn ja wirklich immer mitnehmen. Also erstmal 12 Volt einstecken. Der 12 Volt Anschluss kann 120 Watt. Das sollte reichen. Zack, dann hier rein. Zack, den Stromanschluss dahin. So, jetzt müssen wir erstmal das Auto anmachen. Und passiert schon was? Nee. Hat das nicht genügend Bums hier? Ach so, warte mal. Der Stecker war gar nicht drin. Zack. Er geht. Er geht. Mit Licht sogar. Ja, geil. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie wir die Kamera festmachen. Und dann fahren wir einfach mal ein Stück. Es ist soweit. Ich habe hier jetzt schon eine Halterung gemacht. Ich kann jetzt das so machen, ne? Das Licht hier oben ausmache. Dann müsstet ihr den Drucker immer noch sehen. Jetzt fahren wir mal eben eine Runde, würde ich sagen. Motor an. So, ich bin jetzt schon mal losgefahren. Ich kann natürlich jetzt den Drucker nicht sehen. Aber es klingt so, als hätte er noch nicht angefangen. Der Drucker macht jetzt seine Purge-Line. Ich bin jetzt noch mal angehalten. So, Kofferraum zu und los. Ich finde das so witzig. Es ist einfach draußen dunkel und ich fahre jetzt mit meinem Auto hier durch die Gegend. Es ist das Normalste der Welt. Ich fahre einfach mit meinem Auto herum. Lalala. Ich drucke einfach ein Banshee im Kofferraum. Ich werde weg. Ich höre den Drucker drucken. Das ist so geil. Ich kann ihn nicht sehen. So, Freunde, und ab geht die wilde Fahrt. Mit dem böhmischen Traum reisen wir jetzt durch die Lande. Mit einem Geeetech M1 im Kofferraum drucken wir hier die TPU Banshees. Es gibt auch nichts Schöneres, was ich mir vorstellen könnte. Freunde, die nächste Runde geht rückwärts. So, was hören wir denn jetzt hier als nächstes? Ach nö. Klaviermusik. Ja, schönes Ding. Ja, Anno Stapelbill hier. Dim, 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 dim. Naja, Freunde, ich fahre jetzt hier noch mal ein bisschen um Block, bis der Banshee fertig ist und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im Studio. Ich kann es gar nicht glauben. Das Banshee ist fertig. Ein TPU Banshee im Auto in der Fahrt gedruckt.
So Freunde, kommen wir denn jetzt mal einmal zum Fazit des Greetek M1. Es ist ein lustiger Drucker, kann ich gleich vorweg sagen. Tut mir leid schon mal, das Video war extrem crazy. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich konnte mir jetzt in den letzten Tagen einen guten Eindruck über diesen Drucker machen und ich kann euch ganz klar vorweg sagen, ich würde ihn mir wahrscheinlich nicht kaufen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und ich hätte schon genügend Produktionsdrucker, wie jetzt in meinem Fall, dann würde ich mir den Drucker kaufen, einfach aus Spaß. Aber wenn man wirklich damit Geld verdienen möchte, glaube ich nicht, dass das der richtige Drucker für euch zu Hause ist. Da würde ich euch ganz ehrlich vom Herzen aus gesagt tatsächlich hier so einen Bambulab A1 empfehlen. Der kostet das gleiche und ihr habt einen vierfachen Bauraum. Das muss man einfach so klar sagen. Ansonsten Prusa Mini spielt in der gleichen Liga, ist ein Tick teurer. Gebraucht gibt es die aber immer noch gut. Und vor allen Dingen beim Prusa zum Beispiel habt ihr so einen Drucker, den könnt ihr halt immer weiter nach oben ziehen. Das ist da auch ein Vorteil. Das geht beim Bambulab nicht, aber ansonsten, ihr merkt schon, wohin das geht. Der Drucker ist lustig, aber durch sein kleines Druckbett natürlich auch wirklich eingeschränkt. Der ist halt noch mal kleiner als ein Voron V02. Und die Druckergebnisse, ja, sind okay. Aber mehr auch nicht. Ihr sagt ja immer, auf der SD-Karte sind immer die Dateien drauf, die halt wirklich gut gesliced sind. Das kann ich hier nicht widerspiegeln. Ich habe natürlich Benchy genug. Ich habe den Astronauten aus PLA Black gedruckt. Der sieht auch eigentlich ganz gut aus. Da kann man gar nicht groß meckern. Aber zum Beispiel diese Katze, ich habe die auch in meinem TPU gedruckt. Hat leider sehr gestringt, weil das Filament extrem feucht ist. Trotz Direktextruder hatten wir oftmals bei TPU Probleme mit dem Stringing, aber das ist völlig normal. Ich kenne da eigentlich keinen Drucker, der das problemlos mit einem feuchten Filament hinkriegt. Ich habe es versucht ein bisschen zu trocknen. Man sieht dann auch zum Beispiel an dieser Turbine hier, das Stringing ist ein bisschen besser geworden. Aber was mich halt wirklich enttäuscht ist diese Katze. Die war ja schon vorher vorinstalliert auf der SD-Karte und wenn man sich das hier oben anguckt, das sieht echt nicht gut aus. Muss ich ehrlich sagen. Da hätte man sich nochmal 2 Minuten mehr Zeit nehmen müssen im Slicer. Die Deckschicht ist halt einfach nicht geschlossen. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten die Layerlines sehen in Ordnung aus. Die Z-Naht ganz okay. Die Rakete zum Beispiel, die habe ich auch selber im Slicer erstellt. Sie habe ich auch selbst gesliced. Die sieht ja auch einen Tick besser aus tatsächlich. Bis auf Stringing. Ich muss sagen, ich habe wenig erwartet und dann viel bekommen. Ich habe das Ganze ja im Orca Slicer, wie ihr gesehen habt, reingezogen und habe das Preset gehabt. Das war vorinstalliert. Das war einfach nice. Ich musste es anklicken, ich konnte gleich losdrucken. Das bin ich sonst nicht ganz so gewohnt. Anycubic Equality, da muss man immer deren Software nutzen. Bisschen kompliziert. Orca Slicer ist quasi wie das Bambulab Studio. Man findet sich super schnell zurecht und vor allen Dingen mit diesen Voreinstellungen. Es war ja sogar diese Silikonbürste da hinten mit implementiert und man konnte auch im G-Code erkennen, dass er halt wirklich dann auch wirklich die benutzt. Wenn man sich die Vorschau anguckt, sieht man auch, dass er wirklich darüber schrubbt. Ich fand es lustig. Bei so einem Drucker sehr cool, muss ich sagen. Das hat mir tatsächlich gefallen. Man ist halt ein bisschen was Besseres gewohnt tatsächlich an der Stelle. Also er druckt okay. Für euren Enkel auf jeden Fall das richtige Weihnachts-, Oster- oder Geburtstagsgeschenk. Es ist lustig, er ist kindergeeignet. Obwohl er offen ist, muss ich sagen, klar, man kann sich überall klemmen, man kann sich auch an einem normalen Drucker klemmen. Er ist kindergeeignet. Ob das jetzt wirklich ein Kinderdrucker ist, ja, würde ich mal so nicht bestätigen. Es sind halt einfach auch Komponenten, wo man nicht sich klemmen kann, die heiß sind. Also Kinderdrucker in Anführungsstrichen. Es ist ein günstiger Einsteigerdrucker, wollte ich gerade sagen, ist er ja auch nicht. Da gibt es ja auch günstigere Modelle. Naja, es ist ein 3D-Drucker. Ich finde ihn ganz lustig. Danke nochmal an Greetek. Die haben die mir jetzt zur Verfügung gestellt. Ich habe dafür sonst kein Geld gekriegt. Ich habe den Drucker danach behalten. Was ich damit jetzt mache, ich weiß es nicht. Ich stelle ihn ins Regal als nettes Andenken. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so wie es war. War ein bisschen crazy. Kommen auch wieder entspanntere Videos. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke für eure Unterstützung, dass ihr mir solche Videos ermöglicht. Und ich sage wie immer, Freunde, wir sehen uns. Bis gleich.